Nuzlocke. Wir alle kennen sie, manche lieben sie, manche hassen sie. Could proc Quick Claw and then have the Flint. What did I say, Brayden? What did I say? Fuck! In den letzten Monaten sind Watchlogs immer beliebter geworden und es gab im letzten Jahr Nuzlocks zu allen Spielen bis auf eines. Und ich bin hier, um das zu ändern. Die Regeln einer Nuzlocke müssen für UK Watch natürlich angepasst werden, da einige Mechaniken anders funktionieren als in Pokémon, wo das Konzept der Nuzlocke geboren wurde. Die wichtigste Regel ist natürlich der Permadeath. Wird ein Yokai im Kampf besiegt, kann ich ihn nicht in meinem Team behalten. Zweitens, während normalerweise nur das erste Pokémon gefangen werden darf, das man in jedem Areal encountert, darf man diesen Schritt für jeden Watchrang in jedem Areal wiederholen. Sonst würde man sich am Anfang des Spiels direkt ins Knie schießen, nur wenn man sich mit einem schwachen Yokai anfreundet. Ach ja, außerdem ist der erste Yokai in diesem Fall der erste Yokai, der sich mit dem anfreunden will, da man ja nie hundertprozentig bestimmen kann, ob ein Yokai mitkommt oder nicht. Drittens, ich muss jedem Yokai einen Namen geben. Angeblich verstärkt das Trauma. Viertens, manche Leute verbieten das Kaufen von Items, allerdings habe ich nie wirklich verstanden, warum. Denn man bekommt durch das Bekämpfen von Yokai nicht wirklich so viel Geld, dass man sich absolut absichern kann. Um das Kaufen von Items also zuzulassen, verbiete ich mir selbst das Verkaufen von Items. So muss ich, wenn ich Geld haben will, gegen Yokai kämpfen und bin so gezwungen, für das Geld ein Risiko einzugehen. Ach ja, übrigens, der Yokai-Mart ist auch außer Frage. Ich meine, come on. Da wir jetzt alles geklärt haben, kann es mit der Watchlog losgehen. Nachdem wir uns durch das extrem lange Intro durchgekämpft haben, kommen wir an die Kreuzung, wo uns Jibanyan erwartet. Jetzt muss er nur noch den Laster zerstören und nevermind, die Nuzlocke ist vorbei, er ist tot. Nach diesem fehlgeschlagenen Versuch der Situationskomik gibt Jibanyan uns seine Medaille und wir geben ihm seinen Spitznamen, The Games. Naja, fast jedenfalls. Zurück zu Schwamurai, der ja an der Mülltonne auf uns wartet. Hoffentlich verliere ich nicht direkt meinen ersten... Oh wait, geht gar nicht, stimmt ja. Willkommen im Team Morganok. Kapitel 2. Auf zum Waldberg. Der Weg zum Schrein ist von Barricado versperrt, der als robuster Yokai zu unserem ersten Roadblock werden könnte. Versteht ihr? Oh, er ist tot. Praktisch. Mit der Kraft der Auswahlmünze können wir entscheiden, wer dem Team beitreten soll. Rebellswoop, ein Heavy Hitter. Esmeralda, eine Heilerin mit einer extrem guten Fusion fürs Late Game oder Esmeralda, eine Heilerin mit extrem guter Fusion. Mit Marie im Schlepptau geht's den Berg wieder runter. Doch, oh nein! Jumpscare! Wir müssen für diesen Typen hier eine braune Zikade fangen, was mit Pech und schlechten Spawns eine Weile dauern kann. Glücklicherweise habe ich eine am Anfang des Spiels gefangen und muss so nicht meine Zeit damit verschwenden. Zwischendurch habe ich übrigens eine winzige und eine kleine Kugel benutzt und ich muss ehrlich sagen, ich spiele dieses Spiel seit beinahe 6 Jahren und das hier ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine winzige Kugel direkt zu einem Level abgeführt hat. Weiter geht's mit dem Kampf gegen die Trillinge Nein und ihre Begleiter. Ein Ultise später geht's weiter mit dem Kampf gegen ihre Begleiter. 4 Attacken später geht's weiter mit der Just Kidding Schlüsselquest. Im Neudorfer Immerdarmarkt herrscht Apple in der Kasse und das Rateschild draußen kann dabei helfen, das zu ändern. Wenn man dann allerdings noch einen alten Mann namens Poyo, der vor kurzem noch versucht hat, den Kühlschrank wieder zu räumen, auf den Yokai-Hotspot stellt, rauscht Halblenzhausen in den Laden, um sein Verlangen nach Essen zu stillen. Ding dong, der nächste Tag ist da. Genau wie Verbrechen bei helllichtem Tag. Es passiert erstmal nichts Interessantes, bis ich nach geschlagenen 8 Minuten in der Seitengasse hinter dem Immerdarmarkt aus Versehen geradewegs auf einen Pfannes zulaufe. Hier passiert auch nichts Interessantes, also geht's weiter mit dem Kampf zwischen Freddy und der Katze, gefolgt vom Kampf zwischen mir und meinem Touchscreen, weil diese Dreckskerl die ganze Zeit Morganok besiegt. In der Kanalisation angekommen zeigt sich uns Safto, welcher kämpfen will und als erste Amtshandlung fast Marie tötet. 2-mal. Safto will sich mit mir anfreunden und ich gebe ihm den Namen Nag. Einfach weil ich das sonst niemandem antun wollte. Als wir Freddy seine Uhr zurückgeben, wird Whisper entführt und ist somit aus der Nuzlocke raus. Damit ist das zweite Kapitel und somit auch dieses Video zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Watchlog-Content sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.